Guten Morgen, herzlich willkommen zum, wievielter Teil ist es? Der dritte Teil des UVis Rad Webcasts. Heute zum Thema Datenmodellierung im UVis Rad Designer. Mein Name ist Kai Bannholzer, ich bin Senior Consultant im Bereich UVis Consulting und ja, seit 3 Jahren bei Optimal Systems im Bereich ehemals Redline, jetzt UVis tätig. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen. Vielen Dank noch an meine Kollegin Nora Hörtschemeyer für die Organisation. Sie ist natürlich auch anwesend. Wir werden hier so verfahren, dass ich das ungefähr 20 Minuten lang vorstelle. Das ist wirklich nicht viel Zeit für den Designer. Und wir im Anschluss dann Fragen gerne beantworten. Ich würde Sie bitten, Ihre Fragen vielleicht einfach in den Chat zu schreiben. Und ja, wir gehen dann darauf ein im Anschluss an die Präsentation. An der Stelle noch eine Empfehlung. Ich präsentiere ja heute ein bisschen was, wie legt man ein Projekt an und was sind da die einzelnen Bestandteile. Wesentlich intensiver hat man das Ganze natürlich, wenn man teilnimmt bei uns an unseren Trainingssessions. Wir haben ein UVis Kompakt Training, das geht über 3 Tage. Da wird sehr intensiv geschult, wie man mit dem Designer baut, wie man ein System installiert und viele andere Dinge. Also das kann hier wirklich nur ein kleiner Appetizer sein. Und die Empfehlung wäre, sich da dann für weitere Trainings anzumelden in unserem Trainingscenter. Gut, dann steigen wir ein. Die Datenmodellierung im UVis Rad Designer. Unser Designer ist ein Rich Client, der unter einer Windows-Umgebung installiert wird und der Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung Ihrer Projekte dient. Das heißt, Sie können darin auch mehrere Projekte geöffnet haben und was auch ganz praktisch ist, denn man kann dann aus einem Projekt in das andere Komponenten rüber kopieren und somit halt dann auch Lösungen gut von einem Server auf einen anderen transportieren. Der UVis Rad Designer an sich arbeitet offline. Sie können da also von überall an Ihren Projekten arbeiten und die dann, sobald sie soweit sind, dann auf einen Server deployen oder auch auf verschiedene Server deployen. Ja, da ist dann natürlich ein bisschen Vorsicht geboten, wenn man mit Test und Produktivsystemen arbeitet. Da wäre von mir die Empfehlung, in einem Designer nicht alle diese Staging-Schritte anzubinden, damit man nicht mal aus Versehen aufs falsche System deployt. Gut, wir gehen einfach mal rüber in den Designer und ich würde mal gucken, dass wir vielleicht es schaffen, den Designer, den wir hier vor uns sehen, und die kleine Präsentation, die ich dazu vorbereitet habe, hier parallel zu öffnen. Dann haben wir nämlich auch direkt immer die Anwendung auch im Blick. Schauen wir mal, Sekunde. So, gut. Also im UVis Rad Designer haben wir hier im linken Bereich die Übersicht der Projekte, die man so bisher erstellt hat oder die man gerade in Arbeit hat. Ein Projekt heißt bei uns, das fasst alle Komponenten zusammen, die man zur Erstellung eines Business Cases oder einer Applikation im Sinne von UVis Rad benötigt. Das ist zum einen das Schema. Ich klappe hier jetzt mal so ein Projekt auf. Im Schema haben wir 4 Bestandteile. Da sind zum einen Zähler, wir haben Kataloge, ich gehe da später noch ein bisschen genauer drauf ein. Wir haben Objekttypen, abstrakte, die über mehrere Objekttypgruppen gelten können und Objekttypen dann im speziellen Sinne, wo die einzelnen Business Applications dann gebaut werden. Weiterhin haben wir die Rollen und Rechte. Wir haben Skripte, die dann systemübergreifend zur Verfügung stehen, um sie zu verwenden im Scripting. Wir haben den Prozessmodellbereich mit dem Business Process Modeling
Und wir haben Aktionen, die dann nachher im Client als sogenannte Custom Actions noch die Funktionalität des Clients erweitern. So, jetzt kommen wir zum Schema. Das ist quasi jetzt der erste Teil unseres kleinen Einblicks. Wir machen zum einen das Schema, dann machen wir noch Rollen und Rechte. Für die Prozessmodelle wird mein Kollege Thomas Ast morgen eine Veranstaltung anbieten und am Freitag ist dann noch der Kolja Schwenghagen. Korrigiere mich, Nora, wenn es nicht der Freitag ist, aber und das Thema API und Customizing dann entsprechend behandeln. So, also im Schema, ja, wie bauen wir eine Applikation? UVis, so wie es ausgeliefert wird, das UVis-Rad, und das kann man hier auch jederzeit machen, dass man sagt, ich baue mir ein neues Projekt. Und dieses Projekt ist ein neues Schema, was ich mir hier aufmache. Ich habe hier die Auswahl, wo speichere ich dieses Schema hin, und ich habe 3 Möglichkeiten. Entweder sage ich Standard, dann wird mir ein leeres Objekt, ein leeres Projekt kreiert, in dem ich dann loslegen kann. Oder ich sage ein System Snapshot, das heißt, ziehe mir den letzten Stand von dem System, mit dem mein Designer verbunden ist. Oder greife zu auf ein vorhandenes Projekt, dann werde ich gefragt, wenn ich das auswähle, wo liegt denn dieses vorhandene Projekt? Und sage hier zum Beispiel, gehe von dem aus, was ich schon mal auf einem anderen System installiert habe, und öffne mir das. Ich mache es jetzt mal nicht, um uns die Zeit zu sparen, dann rödelt dann ungefähr 1 Minute. Ja, dann baut er auf Basis dieses Schemas ein neues Projekt auf. Nur mal ganz kurz, weil ich das schon zweimal erwähnt habe. Die Einstellungen hier oben, wenn man auf dieses UVis-Symbol klickt, kommt man dahin. Das ist ein bisschen versteckt vielleicht. Hier stellt man auch ein, mit welchen Servern ich verbunden bin. Ich bin also hier mit unserem Demosystem verbunden, von dem ich heute präsentiere. Sie können hier auch mehrere hinzufügen und hier auch Ihre Credentials hinterlegen und können dann auf diese Systeme deployen. Ich mache jetzt ein neues Projekt mit dem heutigen Datum und sage, bitte zieh mir den Stand vom System. Und jetzt zieht er diese aktuelle Version. Man sieht's, er arbeitet einen Moment. So, dann klappe ich das mal zu. Das war das Schema von gestern. Ja, noch ist er nicht ganz so weit. So, gut. Also das ist ein Schema, das repräsentiert jetzt das, was hier auch in unserem Demosystem installiert ist. Das ist ganz ähnlich wie das Schema, was der Frank Dembach gestern präsentiert hat, falls Sie da auch dabei waren. So, wir haben jetzt hier Zähler. Ein Zähler in dem Sinne ist also ja ein benutzerdefinierter Zähler, den Sie in Objekten einbinden können, und jedes Mal, wenn ein Objekt dieses Typs erstellt wird, wird der Zähler 1 hochgezählt. Hier gibt es im Prinzip so ein halbes Dutzend, die im Moment in Benutzung sind. Wenn ich einen neuen Zähler erstelle, kann ich dem einen Namen geben und einen Startwert mitgeben. Viel mehr ist dazu nicht zu sagen. Dann haben wir Kataloge. Das sind im Prinzip Wertevorräte, also hierarchische Auswahllisten, wo ich hinterlege, ja, vorgefertigte, wiederverwendbare Wertevorräte, die ich immer wieder in Objekten verwenden kann, so wie hier zum Beispiel ein Dokumentstatus, aktiv, inaktiv, in progress. Bei jedem dieser Kataloge kann ich auch immer die Lokalisierung mitgeben, die verschiedenen Übersetzungen, so wie das bei all unseren Objekttypen ist, die man dann im Client sehen kann, dass man hier die Lokalisierung leicht auch mitgeben kann. Kataloge können auch mehrere Hierarchieebenen haben. Wenn ich hier also auf eins dieser Elemente gehe und von hier aus sage, ich möchte einen neuen Katalogeintrag machen, dann macht er eine neue Hierarchieebene, und ich würde das dann auch entsprechend im Client so hierarchisch dann auch sehen. Wir können das uns mal ganz kurz angucken. Wir haben das zum Beispiel hier bei Verträgen. Wo waren das? Vertragstyp. Ah ne, warten Sie mal. Entschuldigung.
bei den Dokumenten im Vertrag war das hier, haben wir Dokumentart und man sieht, die sind hier so ja, ausklappbar. Also wir haben hier eine zusätzliche Hierarchieebene, also 2 Ebenen. Sowas kann man damit auch gut machen. Was auch ganz praktisch ist, wenn Sie einen Katalog anlegen, können Sie sagen, ich möchte nicht per Hand alle Daten eingeben müssen, sondern ich greife dazu auf eine CSV-Datei zu. Und da geben Sie dann die Werte mit. Dabei werden allerdings nur diese beiden Ebenen hier mitgegeben, also die neutrale Ebene und die erste Sprache. Und nicht sämtliche Lokalisierungen. Aber die Lokalisierungen lassen sich leicht ergänzen, weil man kann hier auch, wie überall in diesen Lokalisierungstabs, leicht eine Sprache rauskopieren, zum Beispiel in Excel rüber kopieren, die andere Sprache ergänzen und dann genauso hier in dem nächsten Sprachtab dann mit Paste wieder einfügen und kann hier sehr leicht eigentlich neue Sprachen ergänzen. So, abstrakte Objekttypen, da komme ich ein bisschen später drauf zu sprechen. Das ist eigentlich eine spezielle Benutzung, die man im Rahmen der ja, Anlage von Objekttypen braucht. Wir gehen mal ganz kurz zurück in unsere Präsentation. Wenn es um Objekttypen geht, dann unterscheiden wir prinzipiell zwischen 2 Typen. Wir haben Ordnertypen, das ist technisch ein Sys-Folder. Die können Dokumente enthalten und wir haben die Dokumente selber, die können Content enthalten. Das heißt, wenn man im Client schaut und wir haben hier in einem Business Case, zum Beispiel eben in der Vertragsverwaltung, haben wir einen Ordnertyp, der ist hier auch so ein bisschen fett markiert. Das ist der Vertrag und da drin liegen verschiedene Dokumenttypen. Der Vertrag selber enthält keinen Content. Jetzt habe ich hier keinen Vertrag angelegt. Warten Sie mal, ich mache mal einen Kunden. Da habe ich Content drin. Also ein Kunde ist der Ordnertyp. Wenn ich mir einen öffne, dann hat der keinen Inhalt, sondern nur die Dokumente, die drinnen liegen, haben einen Inhalt. So, das ist prinzipiell die Unterscheidung. Sie sehen es auch, wenn Sie hier mal, wir nehmen jetzt als Beispiel heute das Customer Management, wenn Sie hier reingehen, der Ordner, das ist hier der Customer, der enthält, das dient als Ablageort für verschiedene Dokumenttypen. Die Dokumente an sich, da steht, in welchem Ordner sind die enthalten. Daran erkennt man auch gleich, welches das Ordnerobjekt ist. Und die können wiederum keine weiteren Objekte enthalten. Das war früher mal anders. Wir hatten mal eine Ordner im Ordnerstruktur, aber aus Performancegründen haben wir das abgeschafft und haben das auch auf andere Weise ja gut abgebildet im Client. Entschuldigung. So, gut. Das heißt, wir haben prinzipiell Ordnertypen und Dokumenttypen. Mit diesen Objekten bildet man einen Business Case ab. Das heißt, in unserem Fall haben wir ein Kundenmanagement. Das wird hier in so einem Ordner zusammengefasst. Den Ordner nennen wir Objekttyp Gruppe. Und in dieser Gruppe werden die Objekte angelegt. Das hat zur Folge, dass die dann entsprechend im Client hier auch immer so in so einem gemeinsamen Kästchen dargestellt werden. Moment. Hier sehen Sie dieses Kundenmanagement zum Beispiel, das ist die eine Objekttypgruppe, Lieferantenmanagement ist die nächste Objekttypgruppe und das spiegelt genau das wider, wie es hier auch im Designer angelegt ist, hier mit dieser Gruppierung. So. Okay. Wenn wir uns hier also einen Kunden mal anschauen oder das Kundenobjekt, dann machen wir uns den mal auf. Wir haben hier, das müssten wir uns vielleicht mal anschalten, mache ich die Formularvorschau auch gleich noch. Wir haben hier prinzipiell Eigenschaften von dem Objekt Kunde. Wir haben die Felder und wir sehen hier bei den Feldern, das sind also technisch die Felder, die Datenbankfelder, die auf diesem auf diesem Objekt verwendet werden können. Die sind so ein bisschen ausgegraut. Das liegt daran, weil die nicht hier frisch an diesem Customer erzeugt wurden, sondern weil es einen abstrakten Objekttypen gibt, von dem dieser Customer abgeleitet wurde.
Abstrakte Objekttypen sind dafür praktisch, wenn man öfter mal im Schema vielleicht ähnliche Objekttypen hat oder welche, die inhaltlich miteinander verwandt sind. Wir haben zum Beispiel hier die Kunden und die Lieferanten und vielleicht auch noch allgemeine Businesspartner, die weder Kunde noch Lieferant sind, sondern vielleicht ja, eine Muttergesellschaft oder verschiedene Partner, mit denen man gemeinsam unterwegs ist, Vertriebspartner oder sowas. Ja, die könnte man alle über einen gemeinsamen abstrakten Objekttypen erstmal, der sich Businesspartner nennt, kreieren. Sie sehen hier auch, im Businesspartner steht drin, der ist enthalten im Customer und im Supplier. Das heißt, wir haben den genommen, davon den Customer hergeleitet. Und wenn man jetzt weitere Felder hinzufügt, dann ja, passt man den Customer nochmal speziell an und fügt wirklich nur die Felder hinzu, die man beim Customer braucht. Die anderen hat man hier schön praktisch und einfach vom abstrakten Objekttyp übernommen. Der Vorteil ist dann auch noch, wenn Sie über verschiedene Objekttypen immer wieder den gleichen abstrakten Objekttyp verwendet haben, hat es Vorteile bei der Suche, weil Sie über alle Objekte, die von dem abgeleitet wurden, dann über ein und das gleiche Feld suchen können, denn die haben ja technisch alle die gleichen Felder drauf. Gut, bei Ablageorte sieht man hier noch übersichtlich, welche Objekttypen können da eigentlich alle angelegt werden und wie oft. Manche können ja vielleicht auch nur einmal angelegt werden. Das ist jetzt in unserem Schema hier nicht der Fall. Und wir können uns mit den Feldern, die wir kreiert haben, vorher hier leicht ein Formular zusammenstellen. Wenn wir mal auf die Formularvorschau gehen, dann sehen wir hier auch gleich, dass er dieses Formular, was ich mir hier per Drag and Drop einfach so erstelle, mir hier immer direkt im Preview anzeigt, wie es nachher auch im Browser im HTML aussieht. Das heißt, ich kann sehr komfortabel und vor allem auch ohne Coding hier ohne HTML zu können, kann ich mir hier diese Webformulare zusammenstellen und kann hier zum Beispiel sagen, ich habe hier diese beiden Zip-Code und City, Stadt- und Postleitzahl nebeneinander angeordnet. Aber das finde ich jetzt doch nicht mehr so schön. Dann ändere ich das wieder und sage hier, die sollen doch bitte vertikal sein. Und dann werden die entsprechend auch in der Formularvorschau jetzt dann untereinander angezeigt. Genau, solche Sachen kann man da leicht machen. Was wir jetzt mal machen wollen, ist, wir fügen ein zusätzliches Feld hinzu, und zwar auf Basis eines Katalogs. Wir kreieren hier mal einen neuen Katalog und den nennen wir Customer Type. Da brauche ich keine Datenquelle für, den schaffe ich aus dem Kopf. Und wir kreieren hier zwei Einträge. Das ist zum einen der Prospect. Hier über diese 3 Punkte kommt man auch gleich in die Übersetzung rein. Man kann es später auch über die Lokalisierung machen. Dann machen wir noch einen zweiten Katalogeintrag. Das ist dann der Bestandskunde oder auf Englisch Active Customer. So. Okay. Gut. Diesen Katalog habe ich jetzt erstmal angelegt. Der taucht dann hier auch auf, unser Customer Type. Jetzt gehe ich mal zurück in unser Customer Objekt und ich sage jetzt hier, ich möchte ein zusätzliches Feld anlegen. Ich habe hier diese Auswahl aus den üblichen Feldtypen, Binary, Boolean, wir haben Katalogfelder, wir haben Daten in verschiedenen Formatierungen, also Datefelder, Dezimalwerte, ID-Felder, das heißt, das sind Objekte aus dem DMS, also Personen oder Objekt-IDs. Wir haben Integer-Werte, Long-Integer, String-Felder, Tabellen. Tabellen sind auch eine schöne praktische Sache, da kann ich leider in der Tiefe jetzt nicht drauf eingehen. Da kann man einiges Schönes mitmachen. Wie gesagt, mehr dazu im Kompakttraining. So, wir machen ein neues Feld Customer Level, Customer Entry, und das nennen wir Customer Level. So, und jetzt möchte er hier natürlich zu Recht wissen, welchen Katalog soll er denn dafür verwenden?
Und da verwende ich den gerade frisch kreierten Katalog. Dann gehe ich hier ins Formular rein und sehe auch, aha, wunderbar, das wird mir hier auch gleich angeboten und ziehe das einfach per Drag and Drop hier rein. Gehe jetzt mal in die Formularvorschau und sehe, aha, ich habe einen neuen Katalog und hier werden mir auch diese beiden Einträge angeboten, die ich eben angelegt habe. Wunderbar. Ich müsste vielleicht noch eine Beschriftung dafür kreieren. Warten Sie mal ganz kurz. So, das wäre doch dann schöner. Customer Level, na, oder auf Deutsch Kundenart. Oder so ist vielleicht noch schöner. Gut. Gehen wir nochmal ins Formular rüber. Formularvorschau. Sie sehen, das Praktische ist im Designer, ich brauche den Designer eigentlich gar nicht zu verlassen, um das hier zu gestalten. Ich kann auch hier die Sprache ändern und sehe dann auch schon die Vorschau, wie wird es im Englischen aussehen. Ich kann auch dieses Formular auschecken und hier sagen, Vorschau im externen Browser öffnen. Dann öffnet der mir das im Chrome, wenn ich mal sehen will, schon mal, wie das da aussieht. Ja, also schon sehr praktisch der Designer und auch dieses Drag and Drop und diese Anordnung hier im Formular. Wirklich eine schöne Lösung. So, was ich jetzt, wie viel Zeit bleibt mir denn noch? Na, nicht mehr viel, ne? Also wir haben ein Katalog kreiert. Wir haben den auf einem unserer Objekte aufgebracht. Die nächsten Schritte sind jetzt, dass man das vom Designer prüfen lässt. Ob denn Fehler in dem Schema enthalten sind. Hier sind nur Warnungen, dass dann für Objekttypen, die vorher schon mal kreiert wurden, vielleicht nochmal eine Volltextindexierung notwendig ist oder ähnliche Dinge, die man dann später im Management Studio ausführen kann. Aber für unsere Veränderungen sind jetzt keine Warnungen vorhanden. Und das heißt, ich kann das jetzt einfach speichern und dann auf dem System bereitstellen. Und dann wird das entsprechend deployed. Man kann das, wenn man nett ist, in der Teamzusammenarbeit ist das sicherlich ganz gut, kommentieren, was man hier gemacht hat. So. Okay. Ja, das dauert jetzt einen Moment im Hintergrund. Das ist hier leider nur eine Entwicklungsmaschine von uns, bei der das gesamte UVis auf einem System aufgesetzt ist, was für eine Entwicklungsumgebung geht, aber für einen Test oder für ein Entwicklungssystem empfehlen wir dann doch eine etwas stärkere Maschine. Deshalb dauert das auch einen Moment, bis das deployed ist. Solange gehe ich mal nochmal zurück in unsere Präsentation. Schau mal. Wir haben das Thema Rollen und Rechte ja noch gar nicht behandelt. Okay. Rollen und Rechte. Prinzipiell haben wir das bei uns im UVis so organisiert, dass man im Designer anlegt, welche Rollen soll es überhaupt geben. Das heißt, wir unterscheiden hier bei den Rechten zwischen Objektrechten. Welche Objekte soll eine Gruppe oder ein Nutzer später sehen, bearbeiten, löschen, vernichten, finalisieren. Es gibt also verschiedene Levels von Rechten, die wir pro Objekt vergeben können. Jetzt meldet hier im Hintergrund der Designer erst fertig. Prozessmodelle haben wir nicht verändert und es ist alles auf dem System bereitgestellt. Also neben den Objektrechten haben wir auch noch die funktionalen Rechte. Das heißt, wir haben ja eine Oberfläche, mit der man das UVis verwalten kann. Die nennt sich das Management Studio. Die sieht ganz ähnlich aus, erst auf den ersten Blick, wie auch unser Client. Nur man sieht sofort, es fällt hier dieses Suchfeld. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann, um Ihre Installation zu verwalten. Eine Organisation, jetzt bin ich rausgeflogen.
Moment, in der Organisation kann ich Gruppen und User anlegen und ihnen entsprechend diese Rollen dann zuweisen. Das heißt, ich habe hier eine Rolle bei mir im Designer angelegt und kann dann diese Rolle, in dem Fall zum Beispiel haben wir hier einen Demo-User für den Contract, den habe ich gerade genutzt. Der hat nicht nur die System-User-Rolle, die alle User haben, sondern der hat auch noch die Rolle Demo-Contract. Schauen wir mal in den Designer rein, wie das da aussieht. Wir schließen jetzt also hier den Bereich Schema. Im Bereich Rollen und Rechte haben wir hier die Rollen. Und wenn ich jetzt hier mal reingucke in meinen Demo-Contract-User, das ist jetzt ein sehr umfangreiches Schema, deshalb sind hier eine ganze Menge Rollen, die man vergeben kann, Rechte, die man vergeben kann. Im Prinzip für jeden Objekttyp, den Sie im System haben, können Sie sagen, soll der überhaupt für ihn verfügbar sein? Dann sieht er den überhaupt erstmal auf der Oberfläche, aber vielleicht noch keinerlei Objekte da drin. Dann sagen Sie, er soll auch Objekte darin anzeigen und können über dieses kleine Plus, vielleicht sehen Sie es hier ganz schwach unten an diesem Kreis, ist ein kleines Plus, da können Sie noch zusätzliche Klauseln vergeben, dass man sagen kann, er soll zwar Kandidaten hier, das ist ein Bewerbungsmanagement, Kandidaten sehen, aber vielleicht nur unter einer bestimmten Einschränkung. Also nur Kandidaten sehen, die auch sich für seine Abteilung bewerben. Das wäre zum Beispiel eine typische Anwendung dafür. Er soll auch welche erstellen können, bearbeiten können, löschen, vernichten. Löschen heißt in den Papierkorb verschieben. Vernichten heißt aus dem Papierkorb endgültig löschen. Und finalisieren heißt in einen Zustand versetzen, wo sie nicht mehr verändert werden können. Diese Rechte kann man hier für jedes einzelne Objekt vergeben. Und Sie sehen, unser Contract-User hat Zugriff auf das Contract-Management, auf das Customer-Management, sonst eigentlich nicht auf sehr viel, außer unten noch auf das Supplier-Management, auf die Lieferanten. Genau. Und in diesen verschiedenen Objekttypgruppen hat er auch nicht Zugriff auf alle Sachen. Aus irgendwelchen Gründen ist es hier CM Customer E-Mail und Customer Person ausgeschaltet. Wahrscheinlich hat sich mal jemand gedacht, das brauchen wir im Demo-Kontext nicht. So, das sind die Objekttyprechte und in den Funktionsrechten kann man dann noch sagen, ob dieser User Zugriff haben soll auf das Management Studio oder auf weitere Funktionalitäten, zum Beispiel eben auch DMS modellieren kann, also das heißt über den Designer aufs System zugreifen kann, die Organisation verwalten, Rechte verwalten etc. Also ist ja alles auch für diese Rolle nochmal sehr dezidiert einstellbar. In der Regel hat diese Rechte nur ein Administrator oder eben alle User, denen Sie diese Administratorrolle geben. Denn das ist die Idee, Sie richten hier ein, welche Rollen gibt es. Und dann im Management Studio sagen Sie, wer soll denn diese Rolle bekommen? So können Sie hier zum Beispiel eine Gruppe einrichten, meinetwegen Personalabteilung HR. Und dieser Gruppe HR geben Sie Recht auf die Personalakten zuzugreifen. Und wenn jetzt jemand dann in die Personalabteilung kommt, ein neuer Mitarbeiter, dann hat er automatisch diese Rechte, wenn er auch in der Gruppe ist, HR. Und wenn er die Abteilung mal verlässt, dann werden ihm auch automatisch die Rechte entzogen, wenn er die Gruppe verlässt. In der Regel verwalten Sie Ihre User und Gruppen ja über ein Exchange und synchronisieren das hier rein oder über eine ähnliche Rechteverwaltung. Und dann werden die Gruppen so übernommen, wie Sie sie auch bei sich in der Organisation haben. Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf das Thema Rollen und Rechte. Und jetzt müsste ich mal gucken. Die Zeit ist fortgeschritten. Schauen wir mal rein. Hier sind sogar ein paar Fragen. Oder eine auf jeden Fall. Die Frage ist, ob man denn pro Server nur ein Projekt deployen kann oder ob es die Möglichkeit gibt, auf einer Umgebung mehrere Projekte parallel laufen zu lassen. Nein, also das ist in der Tat so. Sie haben pro Server ein Projekt, was Sie deployen können. In diesem Projekt haben Sie natürlich verschiedene Objekttypgruppen, die dann auch getrennt sind. Und insofern haben Sie die Möglichkeit, dass verschiedene Nutzer auf der gleichen Juvis-Oberfläche völlig unterschiedliche Business Applications sehen. Der eine sieht
eine Personalverwaltung mit allen Möglichkeiten, Workflows, die da dranhängt. Und der andere sieht eine Buchhaltung, also sieht einen Rechnungseingang und Verbuchung von Objekten, ein SAP, ja, äh, Modell vielleicht, was da deployed ist. Das kommt gleich beides aus dem gleichen UVIS, aus dem gleichen Projekt raus auch, aber durch die Rollen und Rechte sehen die Nutzer komplett unterschiedliche Business Applications. Aber sie müssten sich in der Tat entscheiden, wenn sie ein Projekt deployen, dann können sie auf diesen Server nur dieses eine Projekt deployen. Denn ein Server ist immer an eine Datenbankinstallation gebunden und ja, die nimmt genau ein Projekt auf, genau. Gut. Ah, sehr schön. Gut, ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wären dann mit unserer Veranstaltung heute durch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick geben. Wie gesagt, das war jetzt so ein bisschen im Schweinsgalopp. Mehr bieten wir gerne an und ich lege Ihnen ans Herz, auch morgen und übermorgen an den Veranstaltungen teilzunehmen. Und danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag.